Lila und Lenny, das Rätsel der verschwundenen Tierspuren. In einem malerischen Wald, tief verborgen in den grünen Hügeln, lebten zwei unzertrennliche Freunde, Lila, die neugierige kleine Fledermaus, und Lenny, der schlaue Waschbär. Sie teilten nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch ihre Liebe zur Natur und ihre unersättliche Neugier auf die Geheimnisse des Waldes. Eines sonnigen Morgens, als sie gerade dabei waren, die frischen Beeren im Wald zu pflücken, bemerkten sie etwas Seltsames. Die normalerweise deutlich sichtbaren Spuren der Tiere, die den Wald durchstreiften, schienen wie ausgelöscht. Die Pfotenabdrücke von Rehen, die flinken Spuren von Eichhörnchen und die Fährten der Vögel, alles schien verschwunden zu sein. Lila und Lenny tauschten ratlose Blicke aus und beschlossen, dieser rätselhaften Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Ihre abenteuerliche Reise begann. Sie folgten den unsichtbaren Pfaden und sahen sich im gesamten Wald um, aber es gab keine Spur von Tieren. Der Wald, der einst vor Leben pulsierte, schien plötzlich verlassen zu sein. Als sie sich auf einer kleinen Lichtung ausruhten, hörten sie ein leises Wispern, das von den Bäumen zu kommen schien. »Könnt ihr uns hören?« fragte eine zarte Stimme. Verblüfft sahen sich Lila und Lenny um und entdeckten eine Gruppe von Waldgeistern, winzigen Wesen, die den Wald beschützten und pflegten. Die Waldgeister erklärten den beiden Freunden, dass sie die Tierspuren verzaubert hatten, um die Tiere vor einer Bedrohung zu schützen. Eine mysteriöse Gestalt namens Schattenwolf hatte den Wald betreten und jagte die Tiere. Lila und Lenny waren entschlossen, den Wald und seine Bewohner zu retten. Die Waldgeister lehrten sie, wie man die Spuren des Schattenwolfs verfolgt. Sie lernten, sich lautlos durch den Wald zu bewegen und die Zeichen der Natur zu lesen. Tag und Nacht suchten sie nach den verschwundenen Tieren und stießen schließlich auf den Schattenwolf. Er war ein einsamer und hungriger Wolf, der sich verirrt hatte und die Tiere aus Verzweiflung gejagt hatte. Lila und Lenny, mitfühlend wie immer, boten ihm Hilfe an. Sie teilten ihr Essen und führten ihn aus dem Wald. Der Schattenwolf war gerührt von ihrer Güte und versprach, den Wald nie wieder zu betreten. Er entschuldigte sich bei den Waldgeistern, die daraufhin die Tierspuren freigaben. Der Wald kehrte zu seinem lebendigen Zustand zurück, und die Tiere kehrten glücklich in ihr Zuhause zurück. Lila, Lenny und der Schattenwolf hatten gemeinsam eine wichtige Lektion gelernt, dass Mitgefühl und Zusammenarbeit selbst die schwierigsten Situationen lösen können. Die Waldgeister waren dankbar für ihre Hilfe und versprachen, immer über den Wald und seine Bewohner zu wachen. Nachdem sie den Waldgeistern und dem Schattenwolf geholfen hatten, fühlten sich Lila und Lenny noch enger mit ihrem geliebten Wald verbunden. Der Wald dankte ihnen, indem er sein volles Leben und seine Schönheit wiedererlangte. Lila und Lenny setzten ihre Abenteuer im Wald fort, aber sie waren jetzt noch aufmerksamer und respektvoller gegenüber der Tierwelt. Sie lernten von den Tieren und der Natur und teilten ihre Erkenntnisse mit den Menschen in ihrer Umgebung. Gemeinsam halfen sie dabei, das Bewusstsein für den Schutz der Wälder und ihrer Bewohner zu schärfen. Ihr Abenteuer im Reich der verschwundenen Tierspuren wurde zu einer Legende im Wald, und sie wurden als die Waldretter gefeiert. Die Tiere schätzten ihre Freundschaft und schlossen sich oft den beiden Abenteurern an, wenn sie auf Entdeckungsreise gingen. Und so erlebten Lila und Lenny weiterhin aufregende Abenteuer, während sie den Wald und seine Geheimnisse schützten. Ihre Freundschaft mit den Tieren und Waldgeistern war eine unerschöpfliche Quelle von Freude und Wissen. Die Geschichte von Lila und Lenny erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die Natur zu respektieren und zu schützen. Und dass wahre Abenteuer oft dann beginnen, wenn man sich für das Wohl anderer einsetzt. Eines Tages, als Lila und Lenny wieder einmal tief im Wald unterwegs waren, stolperten sie über merkwürdige, leuchtende Spuren auf dem Waldboden. Es schien, als würden sie von einem Tier stammen, das sie noch nie zuvor gesehen hatten. Die Spuren führten tief in den Wald hinein, und die beiden Freunde beschlossen, ihnen zu folgen. Je weiter sie gingen, desto seltsamer wurden die Spuren. Sie schlängelten sich durch dichtes Unterholz und führten schließlich zu einer geheimnisvollen Lichtung.
Dort, inmitten eines kreisförmigen Waldgebiets, stand ein majestätischer Baum mit leuchtenden Blättern. Die Tiere des Waldes hatten sich versammelt und schienen erwartungsvoll auf etwas zu warten. Als Lila und Lenny näher kamen, begrüßte sie ein Eichhörnchen, das sie bereits kannten. »Ihr seid gekommen, um das Rätsel der verschwundenen Tierspuren zu lösen«, sagte das Eichhörnchen mit einem geheimnisvollen Lächeln. Verwirrt fragten Lila und Lenny nach und erfuhren, dass in letzter Zeit viele Tierspuren im Wald verschwunden waren. Die Tiere waren besorgt und wussten nicht, was mit ihren Freunden passiert war. Die leuchtenden Spuren waren ein Zeichen, dass etwas Magisches im Gange war. Das Eichhörnchen führte sie zu einem alten Buch, das von Generationen von Waldgeistern gehütet wurde. Es enthielt Geschichten über das Geheimnis des Waldes und seine Verbindung zur magischen Lichtung. Die Tiere hatten vermutet, dass das Rätsel nur von den tapfersten Freunden des Waldes gelöst werden konnte. Lila und Lenny nahmen die Herausforderung an. Sie begannen, die Geschichten im Buch zu studieren und erfuhren von einem uralten Ritual, das die verschwundenen Spuren wiederherstellen konnte. Doch es war gefährlich und erforderte Mut und Weisheit. Die beiden Freunde machten sich auf den Weg, um die erforderlichen Zutaten für das Ritual zu finden. Dabei trafen sie auf verschiedene Waldgeister, die ihnen halfen und Ratschläge gaben. Sie mussten auch Rätsel lösen und Prüfungen bestehen. Nach vielen Abenteuern und unter den staunenden Blicken der versammelten Tiere kehrten Lila und Lenny zur magischen Lichtung zurück. Dort führten sie das uralte Ritual durch, und vor ihren Augen erschienen die verschwundenen Tierspuren. Die Tiere des Waldes jubelten vor Freude und Dankbarkeit. Sie hatten ihre verlorenen Freunde wiedergefunden, und die Magie des Waldes war wiederhergestellt. Lila und Lenny wurden von den Tieren gefeiert und erhielten eine besondere Auszeichnung von den Waldgeistern. Die beiden Freunde kehrten nach Hause zurück, glücklich über ihre Abenteuer und die Freundschaft, die sie mit den Tieren und Waldgeistern geschlossen hatten. Sie wussten, dass der Wald immer noch Geheimnisse barg, aber sie waren bereit, jedes Rätsel zu lösen und jede Herausforderung anzunehmen, um die Magie des Waldes zu bewahren. Und so setzten Lila und Lenny ihre Abenteuer fort, tief im Herzen des Waldes, wo die Geheimnisse niemals enden würden.